Hallo, mein Name ist Jannis Hübner. Ich arbeite als Guide hier für die Gedenkstätte Sachsenhausen und ich möchte euch heute hier den sogenannten Turm A zeigen, vor dem wir uns hier befinden. Der Turm A war von zentraler Bedeutung für das KZ Sachsenhausen. Zum einen bewachte er das Lagertor mit der Inschrift Arbeit macht frei, den einzigen Ein- und Ausgang zum Häftlingslager. Zum anderen war er auch der zentrale Wachturm für das Lager. Mit einem schweren Maschinengewehr, das dort stationiert war, konnten weite Teile des Häftlingslagers bewacht werden. Außerdem war er das höchste Gebäude hier vor Ort, was eindrücklich den Machtanspruch der Lager-SS zeigt. Die Sicht der Häftlinge auf den Turm A kann man an der Zeichnung des niederländischen Häftlings Jan Budding von 1943 erkennen, der die Situation des Appellstehens vor dem Turm A innerhalb des Häftlingslagers gezeichnet hat. Im Turm A war die sogenannte Schutzhaftlagerabteilung untergebracht, eine Abteilung des Kommandanturstabes des KZ Sachsenhausen. Die Mitglieder dieser Abteilung hatten tagtäglich direkten Kontakt mit den Häftlingen im Häftlingslager. Und aus ihren Reihen kommen auch viele der Männer, die Gewalttaten gegen die Häftlinge verübt haben. Gewalttaten, die von Prügeln über Folter bis hin zum Mord reichten. Hier in der Ausstellung bekommen wir zum einen einen optischen Eindruck von den SS-Männern in ihren Uniformen. Gerade die Uniform gehörte auch zur Selbstinszenierung der SS-Männer dazu. Sie sollte die Macht der SS symbolisieren, insbesondere auch im Kontrast zu den Häftlingen in ihren abgerissenen, dreckigen Häftlingskleidern. Zum anderen werden uns hier in der Ausstellung auch einige Gewalttaten exemplarisch gezeigt. Wir erfahren etwas über die Opfer, wir erfahren etwas über den Tathergang und eben auch über die beteiligten SS-Täter. Von Besucherinnen und Besuchern bekomme ich hier häufig Fragen zu den SS-Männern. Ich erzähle gerne, dass es sehr unterschiedliche Wege zur SS gegeben hat, unterschiedliche Motivationen, die diese Männer zur SS gebracht haben. Nicht jeder SS-Mann hat sich hier im Lager gleich verhalten. Mit einfachen Schwarz-Weiß-Kategorien kommen wir der Sache auch nicht näher. Die SS-Männer hatten Handlungsspielräume und haben sie unterschiedlich stark genutzt. Die meisten der SS-Männer waren weder seelenlose Killerpersönlichkeiten, die hier ihre Allmachtsfantasien ausleben durften, noch waren sie willenlose Befehlsempfänger, die unter Zwang oder unter Androhung von Strafe hier ihren Dienst versehen haben. Die SS-Männer waren alle freiwillig hier.